Kapitel 8 Riverside Institute. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Harkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und selber Harkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Gesicht in einen anderen Körper projiziert. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Das Problem ist, ich habe jetzt das Kapitel 8 jetzt nicht vorgelesen. Ich werde das auf jeden Fall noch mal vorlesen und einfach vorne ranschneiden. Weil es heißt ja beliebige Taste und ich habe gerade die Tasten gedrückt, um ein Aufnahmeprogramm zu beenden und hat es natürlich getriggert, dass es weitergeht. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ihr einfach gerade so reingeschmissen worden seid. Ich habe versucht, das wieder gleich schnell zu aktivieren. Ich wollte eigentlich auf die Toilette gehen, aber es hat sich jetzt damit auch irgendwie erledigt. Na gut, dann muss ich halt jetzt um eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde lang durchhalten. Den Patienten untersuchen. Rufen Sie Dr. Füller. Steht er unter Beruhigungsmittel? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Was den Patienten angeht. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Ich möchte seine Krankenakte sehen. Ich möchte mehr über die Symptome erfahren. Woher kommt er? Ich möchte seine Krankenakte sehen. Show me his file. That's not possible. Und warum? Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Ich möchte mehr über die Symptome erfahren. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Kennen wir einen Blake eigentlich nicht? Es geht mir die ganze Zeit im Kopf rum, ob wir irgendeinen Blake kennen. Woher kommt er? I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Miss Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Ich weiß That'll genug. do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Den Patienten Very untersuchen. well. I'll examine him. Der Arme. Den sterbenden Patienten untersuchen. Ach, da liegt im His Sterben. skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find?
Er hat was im Bauch. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Der Zustand seiner Glieder ist besorgniserregend, wird eigentlich zusammengeschrieben. Dachte ich, oder? Besorgniserregend wird doch eigentlich zusammengeschrieben und ist klein. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Er ist stark I dehydriert. see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Sein Körper verändert sich. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Da geht mir auf den What Senkel. I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Seine Symptome sind besorgniserregend. Ich habe sowieso noch nie gesehen. Sie machen ein Monster aus ihm. Ich würde einfach mal... Das ist zu emotional. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir zu emotional sind, weil er hat doch bestimmt auch die Verbindungen, um uns dann eventuell weh zu tun oder uns einfach zu beseitigen. Wenn ich ihm das sage, ich habe so etwas noch nie gesehen, würde er wahrscheinlich sagen, ne, das ist der Grund, warum er der beste Arzt ist und ich nur die zweitbeste Ärztin, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Deswegen würde ich auf seine Symptome sind besorgniserregend gehen. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Guck mal, wie der läuft. Den will ich am liebsten einfach ins Rückgrat treten. What did he mean? It was a warning.
Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Die Beweise sind in versteckten Akten. Bisher ist noch nicht von Verbrechen die Rede. Halten Sie sich raus. Och nö, ich würde einfach mit reinziehen, mitgehangen, mitgefangen. Die Beweise sind in den versteckten Akten. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Das hoffe ich auch. Für sie. Der lebt doch gar nicht mehr, ne? Das ist wie festgefroren. Für das Büro gelangen. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Wer sind wir jetzt eigentlich? Nicht Pierce. Kapitel 7. Mal Kapitel 8. Und Pierce ist weg vom Fenster. Ach, schön. Deswegen spielen wir es Mary Colden. So, warte. This place draws you in and never lets you go. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Okay. Aha. Aha. Wer ist denn hier die Gewitterziege? Ich will dir reden. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. Oh Gott, die Arme. And the water was once again shut off this morning. Oh I had to nein. bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Und wenden Sie sich an sie, bleiben Sie tapfer. Ich meine, von den Worten kann sie sich auch nichts kaufen. Ne? Also wenn man sagt, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit irgendjemanden hat, der die ganzen Frust an einen auslässt. Ne? Ich denke mal, jeder kennt das von euch oder kennt jemanden, der darunter leiden muss, der immer die verbale Dresche einfängt und man sagt dann immer, ja, lass dir einfach ein dickeres Fell wachsen oder ja, nimm's nicht persönlich. Wo ich mir denke, ja, danke für diese Worte. Es macht trotzdem nicht besser, die Situation, ne? Man muss ja dann was gegen diese Person unternehmen, die das macht. Und nicht nur sagen, ach ja, komm, die Person ist schon immer so gewesen. Oder ja, lass dir ein dickeres Fell wachsen. Oder nimm es nicht persönlich, wo ich mir denke, ja, sag das meinen Tränen und sag das dann meinem Gehirn, was er nicht abschalten kann, obwohl ich schon seit 4 Stunden Feierabend habe. Und sag das auch meinem Gehirn, dass mich in Ruhe schlafen lassen sollte und mir nicht die Gedanken im Kopf rumschwirren lassen soll. Wirklich. Ich hasse sowas. Bleiben Sie tapfer. Ja. Davon, guck mal, schau dir mal an, was macht die? Fühlt die sich danach besser? Es riecht mich wieder auf hier. Ja, nee, aber es ist wirklich bei mir so eine persönliche Angelegenheit. Einmal hat es mich selbst betroffen und einmal sehe ich das auch oder habe das auch bei anderen Personen mitbekommen, wo ich mir denke, nein. Man kann doch einfach die Person, die sich so arschig verhält, einfach mal Kontra geben, beziehungsweise die einfach mal darauf hinweisen, dass die ihren Frust nicht an den Kollegen auslassen soll, sondern einfach das mit sich selbst. Dann soll sie sich ein Hobby suchen, die Person, wo sie diesen Frust rauslassen kann oder ein anderes Ventil. Dann soll sie halt malen, puzzeln, ist mir doch scheißegal, aber nur weil derjenige mit seinem Leben unzufrieden ist, soll das nicht an den Kollegen oder an sonst wem auslassen. Ja, warum wenden Sie sich an Do you sie? really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time.
So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ja, alles wird gut, nichts wird gut. Solange die Dunova noch hier ist und die Leute tyrannisieren kann, wird nichts gut werden. Meine Güte. Ich meine, man meint es nur gut, ne? Aber trotzdem, wenn man dann sich, ne, wenn man dann heult, wenn man sich dann Gedanken drüber macht, nicht abschalten kann, ist eigentlich der ganze Arbeitstag im Arsch. Und man weiß, okay, wenn ich Feierabend habe, habe ich auch keine Lust. Will ich mich am liebsten unter die Bettdecke verkriechen und ja, am besten kündigen und mich beim Arbeitsamt melden. Oh Gott. Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Warum bleiben Sie tapfer gehen? Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Die Arme. It's temperamental, if I understand correctly. Ja, bei dem Thema werde ich halt emotional, weil es mich selber betroffen hat und dass sie da mitbekommen hat, aber ja, es wurde nichts unternommen. Im Endeffekt habe ich dann damals gekündigt. Und Everybody says it. She's a witch, an old so, hag. ja. I didn't make this up. Und You're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a was while. sind die? Weißt du, ich wäre so eine Kollegin und würde fragen, soll ich dir helfen, ne? It's a real show. Das ist so gemein, ne? Bis die selber mal in so einer Situation sind, ne? Wenn die da jemanden haben, der sie drangsaliert, der einen runtermacht, wo man die ganze Arbeit in Frage stellt, ob man die gut macht, ob man kompetent genug ist. Und das hatte ich. Und es regt mich einfach nur auf. Und ich kann dir sagen, das war damals so meine Azubi-Zeit. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, dass ein Unternehmen nicht dafür sorgt, dass die Person, die den Azubis das Leben zur Hölle macht oder den Berufseinstieg zur Hölle, du bist ja wirklich trotzdem dann geschädigt für dein, ich will nicht sagen restliches Arbeitsleben, weil man wird ja dann trotzdem erwachsen und weiß ja mit solchen Situationen in der Regel umzugehen. Aber du kommst frisch von der Schule und denkst, du bist voll motiviert durchzustarten und hast so eine alte Schabracke, so eine alte Hexe, die dir das Leben zur Hölle macht. Wirklich, es riecht mich einfach nur so auf. Und wie gesagt, es war nicht das erste Mal. Ich war auch nicht die einzige Person, bei der die Person das gemacht hat. Die Vorgängerin von mir, die hat sogar gekündigt wegen der Person und hat sie auch als Kündigungsgrund angegeben. Und bei mir war es halt genauso. Und ja, es hat sich trotzdem nichts geändert. Und es wird sich nichts ändern. Da kommt dann der nächste Azubi und der darf dann hier genau den gleichen Spaß nochmal mitmachen. Und es wird sich trotzdem nichts ändern. I don't have any business in the boiler room. Ach so. Deswegen werde ich bei diesem Thema sehr emotional einfach. Und ich musste auch lernen, ich meine, gut, als Azubi, da traust du dir wahrscheinlich auch nicht, irgendwas zu sagen gegen eine Person, die seit über 20 Jahren in dem Unternehmen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war gut in der Berufsschule. Ich hatte 1,0 auf meinem Zeugnis und habe dann meine Prüfung mit 2 bestanden, habe dann danach noch meine Fortbildung in Form eines Selbstfernstudiums, also wo ich mich komplett selber organisieren musste, begonnen und beim ersten Mal erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich bin nicht dumm, ich weiß, was ich will, ich bin auch schlau, also ich kann die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch gut erkennen, aber die Person hat in der Zeit wirklich meine Kompetenz, meine Intelligenz in Frage gestellt. Also sie hat es so weit getrieben, dass ich mich selber als schlecht, meine Arbeit als schlecht empfunden habe. Und ich habe so geheult, ich hatte so oft Bauchschmerzen, als ich auf Arbeit gefahren bin oder wenn ich aufgewacht bin. Ich war immer so froh, wenn ich in der Berufsschule gewesen bin und alle anderen so, ja, nee, Berufsschule ist, nein, ich bin lieber auf Arbeit, wo ich mir denke, Alter, nein. Ich würde am liebsten 2 Jahre Berufsschule nur haben. Es war richtig schlimm für mich. Und dann bin ich von der Regen
in die Traufe gekommen. Und ja, also ich habe auch schon einige Sachen durch, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich ja jetzt mal so off-topic darüber rede, aber ich möchte einfach nur meinen emotionalen Ausbruch erklären. The doses prescribed by Fuller are far too high. Ein Rezept für Barbiturate ausgestellt von Dr. Fuller. Was haben wir hier? Lumo Delinquente, diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstration können einen uninformierten Leser täuschen. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Also wenn ich die Donovan hier sehe, ne, die fand es mir komplett egal. Was dann der Dr. Fuller We've macht. been waiting to be restocked for weeks. Also Dr. Fuller ist mir auch gar nicht, einfach Füller. Also ich bin der Kugelschreiber, der ist der Füller, ne? Der Kugelschreiber sind die besten Schreibutensilien. Block B. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Ich werde sie selbst untersuchen. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. Es tut mir But so your leid. mother is in good hands. I'll tend to her myself and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Kitchen. Was haben wir hier? Patients and hospital personnel eat the same food. Lecker. Zum Glück können wir uns hier nicht drin verstecken. Warte mal, Block B. Block A. Ja, von hier kamen wir ja. Genau, ne? Dann haben wir hier. Chronic insomnia. Like half the island. Na, wahrscheinlich haben die damals, wo die hier diesen riesen Fisch oder was auch immer geangelt haben, haben die halt alle von diesem Fleisch gegessen, was halt, ja, keine Ahnung, zu Schlafstörungen, Halluzinationen oder zu, ne, diesen Kult geführt haben. Hat. Keine Ahnung, was die richtige Konjugation ist, meine Güte. Und es hat sich einfach auf die, auf die Kinder gelegt. Oh Gott, er heult. Hay fever. What's he doing here? Das ist ein Heufieber. Doctor, please. Sicher. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Spiel gespeichert. Schön. Also gar nicht damit verbunden, ne? Dann haben wir hier. He broke his back in an accident down by the docks. Oh. The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Erzählen Sie mir nächstes Mal mehr darüber, was ist dort What passiert. did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out.
Just... Okay, noch ein Weilchen. Den haben wir hier. Oh Gott. Die ist doch schon tot, oder? Mrs. Sanders? Mrs. Sanders. Okay. Why did nobody tell me about her admission? Ach so. Irene Sanders Kranken. Ach, das ist die. Ach so, das ist Irene. In der Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Irene Sanders in Riverside Institute eingeliefert wurde, sowie die verabreichten Behandlungen. Fuller fügt handschriftlich eine Notiz hinzu, empfiehlt sie in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um mir die Ruhe und Erholung zu geben, die sie benötigt. Was ist das denn für ein Arsch? Gott, die Arme. Verschweigen die alle irgendwas, oder? Ah, so there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Das ist doch gut, oder? Gucken wir uns mal die anderen Patienten an. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Nehmen den doch einfach. Dann halt nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich dann irgendwann in den Heizungsraum. Dann wissen wir schon mal, wo der Schlüssel liegt. Intoxication from breathing organic vapors. Dr. Colden? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Oh, das sind wirklich die Dämpfe. Dieses grüne Öl, das die Dämpfe verursacht. Oh, wir haben einen freien Platz. Oh Gott, was hat der denn? Ah, der blutet. Ist der... Nee, der ist auch nicht angekettet. Oder Dr. angegurtet. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Ach so. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? Versorgen Sie weiterhin seine Wunden. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Der Patient wurde falsch behandelt. Komm, wir gehen mal auf. Der Patient wurde falsch Those behandelt. basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Oh, Excuse me? So take care of this man. oh. Tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht so gemein sein. Ich wusste nicht, dass... Mann, warum bin ich immer so gemein? Ich hasse immer solche... Also ich liebe eigentlich solche Spiele, ne? Aber ich finde es immer schrecklich, wenn du einfach nur so einen Brocken hingeworfen bekommst und denkst, oh ja, das klingt gut und dann ist es genau das Gegenteil. Tut mir Dr. leid. Colden? So. Jetzt geben wir Ihnen Bescheid. So, Doctor, have you been able to examine our mother? Was war mit ihr? Pardon me, but could you remind me what her case is? Ach, We're nee, waiting on Problem. news regarding our mother. She came in with a kid. Genau, ich habe sie gesehen und es geht ihr I've gut. tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Mal eine doofe Frage. Schön, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Mal eine doofe Frage. Ich wusste gar nicht, dass Kidney Niere auf Englisch heißt. Und es gibt ja die Kidneybohnen. Das sind ja auch diese kleinen, dunkel, violett, lila, braunen Bohnen. Kommt die Kidneybohnen, weil die einer Niere ähnlich sehen? Ich frage für einen Freund. So, was kommt hier? Watch out for the water, Doctor. Hier ist nass. Was haben wir hier?
Medizinkunde und geheime Wissenschaften. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht anerkannte Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele andere haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde bereichert oder bezeichnet. Was kann ich... okay, ja. So. Hawkins Wing. Diese Rollstühle sehen immer so gruselig aus. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. Ja. I wanted more for myself, but... Jetzt nicht mehr? Sei froh, dass du keine Träume mehr hast oder Albträume. Die bei dir ist deadly. Immunation ist the safeguard. Okay, also ich weiß nicht gegen was, aber auf jeden Fall soll man die Kinder impfen. Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. I don't get why they have us waiting so long. Almost really? no patience here. Soll ich sie wohl auch mal untersuchen? Ja. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Das ist okay, 36. Sie sind ein schlechter Lügner. Warum sind sie nicht zu mir gekommen? Meister Medizinkunde. Ich würde sagen, ich würde ihn mal auf die Schippe nehmen. Sie sind ein schlechter You're Lügner. not here for treatment, right? Am I so obvious? Ja. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Oh. Me too, Ethan. Oh. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me God. awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Nur Chef, es ist wie eine Erkrankung. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? Ja. I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Ja. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. Oh, I Mann. should let you work. Oh, Mann, ich Take finde ihn, care, Ethan. ja, ich You finde ihn too, irgendwie Marie. niedlich. Oh. Ich finde ihn irgendwie süß. Ist zwar nicht mein Typ, aber ich finde ihn irgendwie süß, wie er sich um die Marie kümmert. Oh, guck mal, wie er sich hingesetzt hat. Ganz niedlich. Können wir mit ihr reden? Dr. Colden. Mhm. This man, Edward Pierce. Oh. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Die Akte ist unvollständig und Behandlungsdetails sind nicht vermerkt. Die übliche Praxis wurde hier nicht verfolgt. Thank you for your help, Doctor. Thank you. Gehen. I'll be going. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Kann ich jetzt vielleicht den Heizungsschlüssel nehmen? The key to the boiler room. Not Yeah. where I expected to find it. The key to the boiler room. Ja, dann halt Not nicht. where I expected Ja, to gut, find it. dann, ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Ordnung wieder mal reinbringen möchte in das Krankenhaus. Wenn es schon keine Medizin gibt, möchte ich wenigstens, dass alle Schlüssel an ihrem Platz hängen. Where did my fiancé go? Oh, genau, ne, der I war der hope Typ those mit der nutcases will stop burdening her Verlobte. with work. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich bin eine Doktor. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. So. The operating room is never accessible after an operation. Achso, okay. Hallo.
Hallo? Ah, hier haben wir sein Büro. Mal den Boiler Room. The door to the boiler room is locked. Ich weiß auch, wo der Schlüssel ist. Wollen wir den vielleicht zusammen holen gehen? Pharmacy. Ach, hier waren wir schon. Wo ist denn die Nova? Ich möchte die ganz zusammenscheißen, was sie sich hier rausnimmt. Die Arme. The answers must be hidden in Fuller's office. Ja, okay. Ne? Also. Frechheit. Ja, die ist einfach unzufrieden mit ihrem Leben. Okay, da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge uns hier nochmal umschauen werden. Wir müssen halt irgendwie einen Weg in Fullers Büro finden. Da weiß ich noch gar nicht so genau, wie wir das anstellen sollen. Aber ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Folge eine Antwort auf meine Frage finden werden. Und natürlich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.